Willkommen bei Tyranny. So, und in dieser Folge werde ich mich Arno stellen, meinem obersten Richter. Hier sind die ganzen Aufgaben weg. Hier gibt es auch keine Lager mehr. Deswegen, der Zauberausbilder ist weg. So, und im Moment bleibt mir hier nur noch die Bastardstadt und der andere Turm. Deswegen gehe ich mal zur Bastardstadt und nach dem Intro geht's los. Unons Gericht. Als sich die Bastardstadt Kyros Armee ergab, beanspruchte Tunon, der Richter, Archont der Gerechtigkeit, den Palast für sich. Jetzt dient Tunons Gericht als Hauptsitz des Gesetzes und der Regierung für die Stufen. Ein Tag, 17 Stunden, 45 Minuten. Die haben ganz schön viele Löcher in der Stadt. Dann reise mal, Schicksalsbinder. Ein gutes Stück die Straße runter kannst du vor dir ein paar Gestalten aufmachen. Das Aufblitzen von Eisen und Bronze zeigt, dass sie gut bewaffnet und gerüstet sind. Zwei von ihnen haben die breiten Schultern von Tiermenschen und ziehen einen schwer beladenen Karren. Als sie näher kommen, erkennst du, dass die Standarte, die über dem Karren im Winde weht, das Wappen von Tunon, dem Richter, trägt, dem Archonten der Gerechtigkeit. Sie grüßen dich, als du dich ihnen näherst. In der Frau, die vorweggeht, marschiert, erkennst du eine unbedeutende Funktionärin in Tunons Diensten, die auf den Namen Alma hört. Ihre Kleidung ist in Rot, Schwarz und Gold des Gerichts gehalten und ihr hellbraunes Haar trägt sie in einem kunstvoll geflochtenen Haarknoten. Dann sprechen wir sie mal an. Schicksalsbinder Blutsack begrüßt sie dich mit einer Verbeugung. Ich reise im Diensten des Archonten. Der Karren hinter mir ist voller Vorräte, die alle für einen vernünftigen Preis zu haben sind. Gibt es etwas, das ich dir anbieten kann? Aber sicher doch. Alma grinst. Natürlich, lass mich dir zeigen, was ich anzubieten habe. Okay. Ui, die Bronzebarren sind echt teuer. So, und anstatt selber was einzukaufen, habe ich hier was verkauft. Sehr schön. So. Oh Gott. Das sind viele Leute. Und das ist Tunon. Schwebt der da? Und da hinten hat er einen Thron. Okay. Ich glaube, mein Archont ist wirklich magisch begabt. Moving cautiously. Na komm, ich glaube nicht, dass ich hier was finden werde. Albetronas und Blutmulch. You call yourselves officers of Kairos' army, but your conduct falls short of my expectations. The court finds your accounts of Vendrian's well lacking, rife with misdirection and fallacy, fouled with baseless accusation. Zuhören. Euer Ehren, ich habe die Ereignisse so weitergegeben, wie ich sie erlebt habe.
Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, warum meine Version nicht mit seiner übereinstimmt. Sie macht eine abwertende Bewegung in Richtung des Repräsentanten des Scharlachroten Korps. Bei meiner Ehre und der des Großgenerals, ich würde eher mein Schwert in zwei brechen, als vor eurem Gericht ein Meineid zu leisten, Achond. Oh, du unterstellst also, dass eine Lüge leichter über meine Lippen kommt, als über deine? Du bist eine Närrin, wenn du denkst, dass der Achond der Gerechtigkeit deine Lügen nicht durchschaut, weil die Geschmähten von sich selbst glauben, besser als eine ehrliche Bande zu sein. Silence. The contradictions in your statements will be examined, and falsities threshed from truths. If we find you have perjured yourselves, Bled and Mark will see to your fate. Wer ist ein Bledenmark? Bledenmark ist Kyros Messer in den Schatten, der unsichtbare Tropfengift, der den Willen des Oberherrn durchsetzt. Er untersteht Thun und dem Richter und dient in dessen Namen als das letzte Mittel für jene, die Kyros Gesetz brechen. Nur wenige kennen die Herkunft des Archonten der Schatten oder wissen. Okay. Oder wissen, wie Kyros ihn zu kontrollieren vermag. Wer den Archonten erzürnt, erlebt kaum den nächsten Sonnenaufgang. Oh, jetzt komme ich in den Blick. Fatebinder, we will start with the matter of the Archons. Graven Ash and the voices of Nerat have declared war upon each other. In addition to violating Kairos' peace, they have thrown the conquest of the Tears into disarray. By all accounts, these hostilities began shortly after your arrival. Tell us what transpired. Ach, jetzt komme ich in den Dings. Die Archonten waren sich schon seit Beginn des Krieges uneins. Your perspective is appreciated, but the dispositions of the two Archons are already a matter of record. Loyal subjects of Kairos have drawn blood from each other, a cardinal crime. Something happened at Vendrian's Well to trigger this feud. Die Geschmähten hatten die Auszeichnung eher verdient. Unsere Taktiken und Ausbildung übertrafen die der Vendrin-Wache zu jeder Zeit. Was für ein Gewäsch. Die Geschmähten konnten einen Strohhut nicht umkippen, auch wenn sie eine Woche hätten, um eine Strategie zu entwickeln. Unsere heulende Bande war besser gerüstet, um die Vendrin-Wache zu bewältigen. Unsere Rekruten waren bereit, sich auf den Feind zu stürzen, wenn nur Ash und seine Legion einen Plan zugestimmt hätten. The Fatebinder presents testimony. I warn you both against speaking out of turn. Something more than a mere disagreement unraveled this campaign. But I will return to that in time. Let us speak of Ascension Hall. The disfavored sing your praises across the realm, though the Scarlet Chorus appeal for charges of treason. Perhaps you can offer a more enlightened account. So, ich nahm die Zitadelle mit einer kleinen Gruppe von Geschmähten ein. Ich nahm die Zitadelle mit meiner eigenen Schlauheit und einer kleinen Gruppe Geschmähter als Ablenkung. Nein, wir bleiben bei der Wahrheit. An efficient solution, the type I would expect from a capable agent. Tell me though, with the edict looming overhead and death the price of failure, why not employ the numerical advantage of the Scarlet Chorus? So, Nerats Stimmen provozierten Ash auf Schritt und Tritt. Ich vermutete Verrat. Lange Zeit schwebt der Richter schweigend. Schatten ranken sich aus seiner Richterrobe heraus. I will consider this testimony at length. The court thanks you for it. Is there anything you wish to add at this time? Also, ich will den Chor eigentlich an die Wand spielen. Your testimony is accepted by the court.
The statements of our guests raise questions in my mind. There is much about this campaign that has caused me to wonder. A shipment of iron weapons was short on arrival. Where coveted iron is concerned, I don't believe it to be a clerical error. One of my agents recovered this seal in Echo Call. It belongs to a merchant collective. Lethian's Crossing is teeming with their kind. If you would root out treachery, I would advise starting there. Okay, und dann noch Lethians Kreuzung, wo ich Chef war. Oh Gott. Petitioners, leave us. I would have a private audience with the Fatebinder. Ascend and join me. You will find the way opened. Was für ein Effekt. Okay. Schicksalsbinder, du bist Tunons Gericht gewohnt, aber ich bevorzuge es, so wenig Zeit wie möglich hier zu verbringen. Trotz der geschlossenen Räume fühle ich mich irgendwie ungeschützt. Er blickt nach oben zu Tunon. Eine kleine Warnung. Als du Ash unterstützt hast, hast du damit dein Todesurteil unterschrieben. Aber wir sollten so etwas nicht im Gericht besprechen. Du sorgst dafür, dass unsere Zeit in den Stufen immer spannend bleibt, nicht wahr? Er lächelt unangenehm lang. Natürlich tust du das. Okay, eine offene Morddrohung. Schön. Ich habe den Chor wirklich sauer gemacht. Schicksalsbinder, der Leutnant nickt dir knapp zu. Ich fühle mich in dieser glänzenden Halle nicht wohl, aber ich muss zugeben, dass es eine Abwechslung vom Schlachtfeld und den Übungsplätzen ist. Wenn Ash möchte, dass ich hier bleibe und während der Besatzung seine Interessen vertrete, bin ich der Aufgabe gewachsen. Uns bei den Geschmähten. Es kann nicht schlimmer sein als unsere Zeit in Lethians Kreuzung, aber Spaß beiseite. Es war großzügig von dir, den Geschmähten die Kontrolle über die Stadt zu überlassen. Selbst die Eisenlegion braucht gelegentlich einmal eine Pause von der Front. Ah, ich habe bei den Geschmähten irgendwas erreicht. Gunst des Schicksalsbinders. Ziel Verbündete, nicht man selbst. Abgeschirmt für 80 Schaden für 30 Sekunden. Okay, so, dann speichere ich jetzt einmal vorsichtshalber. Und dann gehe ich zu meinem Chef. Wie gesagt, in dem Durchlauf spiele ich bis jetzt ja absolut offen und ehrlich. Oh, wenn ich überlege, dass ich hier den scharlachroten Chor mal unterstützen müsste. Uah. This civil war, this feud, is an insult to Kairos' peace. It should not have taken the better part of a year to silence the last vestiges of the Oathbreakers. Our allies squabble while our enemies regroup. It falls upon the court to measure the extent of the damage and to execute the agents of disorder. I suspect that treachery, negligence, disunity, and greed have infected one or both of our esteemed allies. Until you are instructed otherwise, this matter is the court's primary focus. Graven Ash and the voices of Nerat must be examined in close detail. You are charged with observing the Archons and presenting your case that one of them has wrought chaos and disorder upon the tiers. As always, you will be held accountable for what you do in the court's name, but you are free to conduct your investigation in the manner of your choosing. You must expect lies, misdirection, and manipulation. Suffer not such obstructions of justice. The disfavored seem the logical first step in your inquiry. The Legion holds you in some esteem, and Graven Ash has shown deference to the court in times past.
No doubt the disfavored will be rife with accusations and evidence against the voices of Nerat. Graven Ash is a noble man, but never underestimate his capacity for deception. A wise general succeeds by knowing when to be unreadable to the enemy. You should, of course, speak with the Scarlet Chorus and gather their testimony, but it stands to reason that most in the chorus would sooner brag about a pauldron fashioned from your skull than entertain your questions. Do not regret killing the rabble that impede your investigation. They will be easily replaced. Your fellow Fatebinders have been busy acting as my eyes and ears. I have a few leads for you to follow. You should, of course, speak with your brothers and sisters of the court if you need further counsel. The disfavored have made use of the Sage's network of dovecotes and messenger birds as they come under capture. I've heard multiple claims of strategic communications gone missing. The Sages are broken, their citadel in flames, but they were not slaughtered to the last. Some of their numbers still congregate around the smoking husk of their burning library. If they have been reading disfavored communications, learn what they learned, then execute them. The Oathbreakers were reported to be using iron armaments, more than they might acquire from looting what few disfavored they killed. Any iron in the tiers not rusted through was made by forge-bound hands in Lethian's Crossing. Between craftsman and quartermaster, someone let iron fall into enemy hands. Investigate this matter and bring the thieves to justice. There is a final matter to discuss, a sensitive topic. In spite of the many shortcomings at Vendrian's Well, you managed to make a name for yourself. You proclaimed an Edict of Kairos, resolved its demanding conditions, and ascended the mountain spire. Any one of these feats would be worthy of recognition by the highest authority. You managed to accomplish 3. It pleases me that you grasp your role, as long as you temper it with a sense of duty. Whether by design or by accident, you have captured the attention of Kairos's army and the local tiersmen alike. This is no small opportunity, and the court charges you with exploiting your new standing to its fullest potential. You have a title in our hierarchy. However, it's a little-known secret that one's standing in the world is determined by their infamy, their deeds, and how they come to be known. Mind this notion as you bring justice to this lawless frontier. There may come a time when your deeds speak for you louder than any title. Whatever you did to capture the attention of the masses at Vendrian's Well, I would encourage you to do so again. Good. It falls to us to set a new standard for these southern barbarians. You are dismissed. Should the court have need of your presence, you will receive word. Go forth and do my bidding, and bring glory and honor to the tiers in Kairos' name. Okay, das war ja eine recht erfolgreiche Zusammenkunft mit meinem Chef. Und er ist auch einfach in Nebel und Rauch verschwunden. Wer hätte das gedacht? So. Und nur damit ich mit meinem Boss gequatscht habe, ist hier meine Bogenschützenfreundin aufgestiegen. Unglaublich. So, beim letzten Mal habe ich Vitalität gemacht. Jetzt gehen wir auf Stärke. So, und hier jetzt brennende Pfeile, weil eigentlich will ich auf Ausweichen, aber da brauche ich 3 Punkte hier oben.
Und brennende Pfeile schießt einen in Öl getauchten und in Brand gesteckten Pfeil ab, lässt Feinde deutlich länger brennen als brennendes Eisen. Das ersetzt dieses hier. Speichern. Okay, der Geschmähten haben versucht, mich zu bestechen. Während der Eroberung töteten geschmähten Soldaten die Weisen, die vom Scharlachrotenkorps rekrutiert waren. Beweise gegen Nerats Stimme. Alle aufgedeckten Beweise werden hier aufgeführt. Oh. Interessant, dass ich gegen Graven Ash Beweise habe, aber nicht gegen den Chor. Ich habe gut Punkte bei Tunung gesammelt. So, guck mal. Und anscheinend haben die hier neue Sprachoptionen. Aber ich konnte jetzt hier nicht sein Anliegen vorbringen. Bedauere ich. And so civil war divides the armies of mighty Kairos. The reckoning that comes of this failure will be great indeed. We find ourselves in the darkest times. Brothers and sisters who fought for a similar cause now skewer each other over blighted lands in the favor of distant powers. Backing the disfavored was the only logical choice. Graven Ash is the only Archon worthy of your confidence, and you are wise to recognize as much. Naturally, I would have done the same. Ja, kein Wunder, weil du ja auch ein Geschmähter bist. Whatever others might say about what happened in Vendrian's Well, you acted from instinct. I can't help but respect that. What can I do for you? So, hat einer von euch bemerkt, dass ihr zusammen besonders gut kämpft? The thought has crossed my mind from time to time. During the many battles of the Conquest, we found ourselves standing back to back with enemies on all sides on more than one occasion. Oh, die kennen sich also. The big guy here is as useless as an empty scabbard without his phalanx to keep him alive, but I move fast enough to compensate for it. And it's nice having a living wall of rusted iron I can use for cover. Eine verrostete Wand aus Eisen zu haben, die ich als Deckung benutzen kann. I would suggest that our fighting styles complement each other, but they do not. I would suggest that we get along, but we do not. We don't even finish each other's Sentences. Okay, that was strange. Did you hear that? The next time I catch a whiff of Barrick's meaning, I'm keeping my mouth shut. Genau, ihr beendet die Sätze des anderen. Absolutely not. Our fighting styles are incompatible, and any disfavored lieutenant will tell you not to join at the hip soldiers who can't stomach each other. I'm inclined to agree. If you want to pair up fighters, there has to be some great passion or magnetism between them. We don't have it. Oh doch, die habt ihr. Wenn keiner von euch der Herausforderung gewachsen ist, werde ich nicht darauf drängen. Now see here, Versus temperament and unpredictable ways are an annoyance, but no challenge is beyond my skill. Verse, we should take some time to face off in the sparring fields. It might even improve our disposition towards one another. Schön, wie man sie ausmanövriert, ha? I'd rather watch you devour your armor one shaved off spoonful at a time. But since that isn't going to happen anytime soon, I suppose I'll make an effort.
Hey, Sie haben eine neue Kombo-Fähigkeit erhalten. Sehr schön. Eisenschlag. Pfeilsturm. Lyra und Barik. Vorhält mehrere Pfeile auf Bariks Rüstung ab. Wenn der letzte Pfeil trifft, brüllt Barik auf und die Pfeile schießen heraus und treffen Feinde in der Nähe. Wow. Das klingt doch mal vielversprechend. So, okay. Wer wollte jetzt noch mit mir reden? Du willst auch noch mit mir reden. Kriegen wir noch hin in der Folge. So, the Scarlet Chorus and Disfavored are at each other's throats. Can't say I didn't see that coming, but the Archons might have waited until one war was over before they started another. Fighting with the Disfavored. Not the call I would have made, but I'm sure you have your reasons. If you like iron weapons or something about that purple uniform excites you, then be my guest. Who can say? War is all about compromising your morals, deciding who lives and dies. What seems like a mistake turns into your greatest call down the road. Let me make one thing clear, just so that there aren't any misunderstandings. You support Graven Ash, and I couldn't care less. I'm here because you've done what none of the Archons could. Not even the voices of Narat would fault me that. He's also a complete bastard, and I wouldn't want to miss an opportunity to stab him in the gut and take control of his army. So, there's that. Da weht der Wind her. I'll say this much. Our time together is anything but dull. My blades are yours for as long as you'll have me. What do you need? The thought has crossed my mind from time to time. The big guy here is as useless as an empty scabbard without his I would suggest that our fight... sentences. Okay, that was strange. Okay. At your service, Fatebinder. What do you need? So, und jetzt kommt die offensichtliche Verbindung mit You've Barik. just got to know, don't you? I suppose there's no point in hiding it. Barrick and I are siblings. We share a father, if little else. Ah, sind Geschwister. I try not to think too much about some northern merchant dropping anchor in my mother's port, but it happened, and the fortunate result stands proudly before you. There were a lot of lazy days during the conquest, and among other things, I spent my off hours using messenger birds as target practice. You should have seen Ash's anger when he heard that was going on. One day, I snagged a bird that flew from the hands of a proud northern daddy. The missive was about the goings-on at the family farm. I recognized the name and handwriting from a note in my mother's belongings. There weren't too many people named Barrick in the army, so tracking him down was no challenge. I cornered him in camp, and we shared a few heated words. Some blackmail, even. She tried to extort rings from me, and I was having none of it. Not even Graven Ash would think less of me for our father's indiscretion. I like your confidence, but my ring belt is feeling a little light these days. Maybe you want to take me up on that offer, or I can start whispering in disfavored ears. Think about it.
Okay, den Rest des Gesprächs machen wir beim nächsten Mal und mal gucken, ob ich hier den nochmal ansprechen kann. Also, schaltet wieder ein, wenn es heißt Tyranny.